Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. In diesem Video zeige ich euch kurz, wie das Path-Through bei der Pico 4 aussieht und noch ein paar Kleinigkeiten. Ich teste hier zum Beispiel auch schon das Mikrofon. Ihr könnt es jetzt schon hören. Ich habe das Mikrofon nativ, also ich nehme auch über die Pico 4 auf. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, welche Einstellungen ich hier vorgenommen habe. Hier, wenn ich unter Screencasting und Aufzeichnung gehe, dann seht ihr hier, welche Möglichkeiten ich habe. Einäugige Ansicht, hier rechtes Auge wird erfasst. FOV-Skala bin ich bei Standard, nicht Weitwinkel, damit ihr ungefähr auch seht, welchen Spielbereich man hier so sehen würde. Dann Screencasting kann ich hier ändern und hier bei der Auflösung habe ich das eingestellt auf höchste. 1344 mal 1344 wird hier aufgenommen. Keine Full HD Auflösung, aber ich kann hier zumindest selber croppen. Hier bei hoch wird ein Weitwinkelbereich dann genommen. Ihr könnt das Ganze höher stellen, wenn ihr hier auf Weitwinkel einstellt, dann ist hier auch die Auflösung etwas höher. Ne? Genau. So, Mikrofon ist eingeschlossen und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Hier dieser schöne Bereich, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr die Pico Neo 3 Link habt. Finde ich ein bisschen hochauflösender als auf der Pico 3 Link. Ich komme immer durcheinander mit den Namen. Und ja, soweit ein ganz schönes ein Home-Bereich. Der ist erstmal nicht Standard. Ich weiß nicht, wie es im Finalmodell ist. Da gibt es ein anderes noch. Das finde ich aber nicht so schön. Ich finde dieses hier mitunter am besten. Aber ich möchte euch den Pass-Through zeigen. Dafür tippe ich zweimal auf die Seite. Und jetzt befinde ich mich, nicht wundern, ich bin auf meinem Dachboden. Hier ist viel Platz. Und das ist jetzt der Pass-Through in Farbe. Der sieht, ich habe jetzt das Bildmaterial noch nicht gesichtet, aber das sieht in der Brille nicht so schön aus wie in den Dateien, die man so sieht, muss man dazu sagen. Und die Lichtverhältnisse sind auch relevant. Also wie, wenn ihr mit einer Action-Cam in Lowlight-Conditions aufnimmt, dann macht das einen riesen Unterschied. Das hier ist jetzt quasi, das Licht ist zwar an, aber es ist nicht sonderlich viel Licht. Hier sind nur so kleine Lichtquellen. Ihr seht den Unterschied nochmal größer, wenn ich das Licht ausmache. Hier sieht man auch mein Boundary. Dann sieht es nochmal deutlich schlechter aus hier. Im ganz dunklen Bereich wird es komplett schwammig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel direkt zum Licht gehe, dann werdet ihr schnell feststellen, dass hier noch deutlich mehr Details zu sehen sind, wenn genug Licht vorhanden ist. In einem Raum, wenn ihr einen gut ausgeleuchteten Raum habt, dann sieht das deutlich besser aus. Das wollte ich noch ergänzen. Viele haben mich gefragt, ob das Path-Through hier 3D ist, und jein, muss ich dazu antworten. Die Quest 3 oder die Quest Pro wird da wahrscheinlich ein bisschen besseres 3D aufzeigen, weil sie eben eine Kamera so angeordnet hat, dass man ein Stereobild hat. Hier hat man die RGB-Kamera hier in der Mitte, die für die Farbe sorgt, aber das Bild wird ähnlich wie bei der Quest 2 mit diesen Slam-Kameras, also diese Weitwinkelkameras, wird das zusammengestitcht. Man sieht das auch, wenn man sich bewegt, dass das manchmal so ein bisschen, ja, zusammengeführt ist, so wie bei einer 360-Grad-Kamera an der Stelle, wo das Bild zusammengefügt ist. Und das sieht man hier auch so. Aber wenn ich euch jetzt zum Beispiel hier zeige, meinen Finger, und ich ja, schließe das linke und das rechte Auge, dann bewegt sich der Finger. Also ihr habt so eine leichte 3D-Optik, die ist aber definitiv nicht optimal. Aber es ist auf jeden Fall nicht komplett flat. Ich weiß nicht, bei der HTC Vive hatte man zum Beispiel ja nur eine Kamera und das war auf jeden Fall ein absolut flaches Bild. Und hier, wenn ihr euch so ein bisschen rumbewegt, dann habt ihr schon ein leichtes Gefühl von der Raumwahrnehmung, aber eben nicht, sagen wir nicht realistisch. Es ist schon da, aber es ist definitiv nicht realistisch. Es reicht, um, weiß ich nicht, irgendwas zu nehmen, ohne dass man Probleme hat mit der Raumwahrnehmung. Ja, dann kann ich mal den Guardian zeigen. Wenn ich hier außerhalb des Guardians gehe, zeigt er mir Reset Boundaries. Das wird alles natürlich dann auf Deutsch sein. Hier ist jetzt alles noch gemischt. Das ist quasi Englisch, Chinesisch, Deutsch. Ist so ein bisschen durcheinander. Dann machen wir mal Custom Boundary. Machen wir erstmal Reset. So, das Bodenniveau wird dann eingestellt.
passt sich quasi schon sehr gut von alleine angepasst. Wenn ihr die Pico Neo 3 Link habt, dann werdet ihr den Unterschied schon festgestellt haben. Ihr müsst jetzt einfach nur runtergehen mit dem Controller. Ihr müsst keine Taste mehr drücken. Das war bei der Pico Neo 3 Link so. Hier wird es quasi wie bei der Quest umgesetzt. Dann macht man auf Weiter. Jetzt können wir die benutzerdefinierte Grenze einstellen. Im Prinzip wie bei der Quest auch. Hier riesiger Bereich, den ich hier einstellen kann. Hier fehlt mir leider noch das Feedback, also die Controller vibrieren nicht. Es gibt auch keinen Sound oder so. Oder habe ich... Doch, mein Sound ist da. Könnte ein bisschen mehr Feedback sein, habe ich Pico auch schon so weitergegeben. Und dann macht man hier auf Weiter, Welt betreten. Und dann befindet man sich auch schon hier in-game. In eurer Homebase hier könnt ihr auch noch euch frei bewegen. Dafür müsst ihr einfach den Controller an eine beliebige Stelle setzen. Ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Bei der Quest gibt es ja nur so vorgefertigte Punkte. Das ist hier nicht der Fall. Ich kann hier überall hingehen und mir die Details anschauen. Ich glaube, ich kann mich sogar hier so hinhocken und auf diesem Bett chillen. Das ist soweit ganz cool gemacht. Auch hier kann ich mich einfach so zusetzen. Ist schon ganz cool. Wäre natürlich toll, wenn man später noch mehr Einstellmöglichkeiten hätte, die Sachen hier zu platzieren. Das wäre natürlich Next Level. Aber so ist es zumindest schon mal on par mit der Oculus Quest 2. Das soll erstmal der Eindruck gewesen sein, den ich euch mitteilen wollte von dem Home-Menü, vom Pass-Through und von der Mikrofonqualität. Die Mikrofonqualität ist ja immer so entscheidend. Es gab ja schon Videos, die gezeigt haben, dass das unter Virtual Desktop besser sein könnte. Und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, wie es jetzt hier quasi direkt vom Headset ist. Und sobald ich Virtual Desktop in meinen Händen halte oder eben virtuell in der Brille dann habe, dann gebe ich euch dazu natürlich auch Feedback. Also, liked dieses Video, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.